Hallo, wolltest du schon immer wissen, wie man eine Hose häkeln kann? Ich zeige dir heute wie und du brauchst dafür einfach nur ganz normale Baumwolle. Ich habe Stärke 2,5 bis 3,5 genommen mit einer Häkelnadel 3,0. Du kannst aber jede Wolle benutzen, die du möchtest. Dafür musst du als allererstes mal die breiteste Stelle an dir ausmessen, also nicht den Po, sondern noch über dem Po und so lang wirst du dein Bündchen häkeln. Und dann kannst du natürlich auch direkt ausmessen, wie lang soll die sein und wie weit brauchst du, um, naja, zwischen die Beine zu kommen. Und da häkelst du dann hin. Aber wir fangen jetzt von vorne an. Wir machen als erstes das Bündchen und dafür machst du einmal eine ganz normale Schlaufe und dann häkle ich 15 Luftmaschen. Du kannst natürlich mehr oder weniger machen. Mein Bündchen wird dadurch circa 5 Zentimeter, aber wie gesagt, du kannst es auch schmaler oder breiter machen, ganz wie du magst. Wenn du das hast, stichst du in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und du kannst entweder hinten einstechen oder ganz normal. Ich steche ja immer hinten in diese kleinen Hogel ein. Aber wie gesagt, du kannst es auch ganz normal machen. Das ist nur eine Präferenz von mir. Und du häkelst jetzt in jede Luftmasche eine feste Masche. Du hast dann am Ende 14 feste Maschen. Wenn du das hast, machst du eine Luftmasche, wendest das Stück. Dann häkelst du in die erste Masche eine feste Masche. Und bei den nächsten 12 Maschen häkelst du immer nur in das hintere Maschenglied, also das, was von dir weg zeigt, und häkelst in jede dieser Maschen eine feste Masche. Und in die letzte Masche stichst du wieder ganz normal ein, also durch beide Maschenglieder durch. Dann machst du wieder eine Luftmasche, wendest das Stück, häkelst wieder in die erste Masche ganz normal eine feste Masche und in die nächsten 12 Maschen wieder nur in das hintere Maschenglied und in die letzte stichst du wieder ganz normal ein. Das wiederholst du jetzt, bis du dir die Länge gehäkelt hast für das Bündchen, was du dir ausgemessen hast. In meinem Fall sind das übrigens 180 Zentimeter. Wenn du das dann hast, was sicherlich eine ganze Weile gedauert hat, dann häkeln wir jetzt die beiden Enden zusammen. Du legst sie dir also aufeinander, machst eine Luftmasche, stichst in die erste Masche ein und auch in die erste Masche auf der anderen Seite und häkelst eine feste Masche. Dann stichst du in die nächsten beiden Maschen ein, also vorne und auch hinten, und machst eine feste Masche. Und das machst du natürlich, bis du das Ganze komplett zusammengehäkelt hast. Wenn du das hast, dann häkeln wir drum herum. Und du machst jetzt eine Luftmasche und häkelst jetzt in jede Reihe eine feste Masche. Ich hoffe, du kannst hier gut erkennen, wo ich einsteche. Und du solltest einfach ungefähr so viele Maschen haben, wie du rein gehäkelt hast. Und wenn du das hast, dann machst du eine Kettmasche in die erste Masche, die du gehäkelt hast. Du stichst also ein, holst den Faden
und ziehst dann die Schlaufe durch die Schlaufe. Jetzt arbeiten wir mit halben Stäbchen. Du machst also eine Luftmasche, wendest das Stück, stichst dann in die nächste Masche ein, also nicht in dieselbe, und häkelst ein halbes Stäbchen. Dafür machst du einen Umschlag, stichst ein, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Falls du die Maschen übrigens nicht so gut erkennen kannst, würde ich einen Markierer in die erste Masche stecken. Ist kein Muss. Ich sage bloß, es kann einfacher sein für jemanden, der das noch nicht so oft gemacht hat. Und du häkelst jetzt einfach in jede feste Masche ein halbes Stäbchen. Am Ende angekommen, kannst du dir diese Masche auch markieren, die letzte, falls du das nicht so gut erkennen kannst. Und dann machst du in die erste Masche, die du gehäkelt hast, wieder eine Kettmasche. Jetzt machst du nochmal eine Luftmasche und falls du einen Farbwechsel machst, kannst du den Faden jetzt abschneiden und komplett durchziehen. Falls du nur mit einer Farbe häkelst, ist das hier egal, lässt du einfach dran. So, dann nimmst du dir die nächste Farbe, die du benutzen möchtest und ich habe es halt so gemacht, ich mache 2 grün, eine weiß, 2 rosa, eine weiß, 2 grün, eine weiß, 2 rosa. Du machst also eine normale Schlaufe und steckst da schon mal deine Nadel rein. Ziehst das Ganze an. Dann stichst du neben dieser markierten Masche ein, holst dir den Faden und machst eine feste Masche. Du kannst den Farbwechsel natürlich immer so machen, wie du ihn schon kennst. Ich zeige dir nur, wie ich es hier mache. Dann machst du eine Luftmasche, wendest das Stück und stichst hier wieder in diese letzte Masche ein und machst ein halbes Stäbchen. Dann kannst du dir diese erste Masche wieder markieren, damit du sie später erkennen kannst. Ist nur als kleine Hilfestellung. So, und jetzt häkelst du einfach wieder mit dieser Farbe in jede Masche ein halbes Stäbchen. Ich zeige den Farbwechsel oder den Fadenwechsel gleich noch einmal, einfach nur zur Sicherheit, damit du weißt, was du machen musst. Wenn du am Ende angekommen bist, machst du wieder eine Kettmasche in die erste Masche, also diese markierte dort. Du kannst dir auch wieder die letzte markieren, falls es für dich hilfreich ist. Wenn es dich eher nervt, dann machst du es nicht. Und du machst jetzt eine Kettmasche in die erste, machst wieder eine Luftmasche, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Jetzt machen wir den Farbwechsel zu rosa, also in meinem Fall. Du machst also wieder eine normale Schlaufe, nimmst dir deine Häkelnadel und ziehst die Schlaufe daran fest. Dann stichst du wieder neben der markierten Masche ein, holst den Faden und machst eine feste Masche, häkelst eine Luftmasche, wendest das Stück und häkelst jetzt wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen. Am Ende angekommen, machst du wieder eine Kettmasche in die erste Masche, eine Luftmasche, wendest das Stück und häkelst jetzt wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen. So, und das wiederholst du jetzt so lange, bis du die Länge erreicht hast, um zwischen die Beine zu kommen, also da, wo du die Trennung der Beine haben möchtest. Und es sollte nicht zu weit oben sein und aber auch nicht zu weit unten, sonst sieht das Ganze komisch aus. Und bei mir sind das circa 23 Zentimeter. Es kann bei dir mehr oder weniger sein. Und wenn du das hast, dann holst du dir erstmal alle Fäden nach innen. Ich habe hier natürlich schon ein paar weggemacht, weil das sonst zu viel gewesen wäre. Und du holst dir alle Fäden nach innen und vernähst sie dann dort. Du nimmst dir dann also eine Nadel oder du machst es mit der Häkelnadel, ganz wie du magst. Und dann gehst du so ein bisschen durch die Maschen, sodass man sie außen nicht sehen kann.
Und dann ziehst du das Ganze an und kannst den Rest abschneiden. Falls du das für gewöhnlich anders machst, kannst du das natürlich genauso machen, wie du möchtest. Ich zeige dir bloß, wie ich es mache. So, wenn du das hast, dann machen wir jetzt die Trennung der Beine und du machst natürlich im selben Farbmuster weiter wie zuvor. Wenn du einfarbig gehäkelt hast, ist es natürlich egal. So, und jetzt machen wir die Trennung der Beine und hier ist der Anfang, also wo wir immer die Kettmaschen gemacht haben, das Rundenende und der Rundenanfang. Und von da aus guckst du jetzt, dass du auf beiden Seiten ungefähr gleich viele Maschen hast. Du teilst das also Ganze in 2 auf. Wenn du eine mehr auf der einen Seite hast, ist das nicht schlimm. Das kann keiner sehen. So, und wenn du das hast, dann legst du das so hin, dass du den Part, wo wir immer den runden Anfang hatten, vor deiner Nase liegen hast und du machst wieder eine normale Schlaufe. Nimmst dir deine Häkelnadel, ziehst die Schlaufe daran fest. Und dann stichst du da ein, wo du vorher auch immer eingestochen hast, also neben der letzten Masche, die du gehäkelt hast, die markierte Masche. Und dann machst du wieder eine feste Masche, eine Luftmasche, wendest das Stück. Und du häkelst jetzt in jede Masche ein halbes Stäbchen bis zu der Markierung auf der anderen Seite. Also ganz normal weiter häkeln, bis du zur anderen Markierung gekommen bist. Und wenn du da angekommen bist, dann häkelst du jetzt so viele Luftmaschen, wie du brauchst, um auf die andere Seite zu kommen. Also in meinem Fall sind das 26 Maschen. Es können bei dir mehr oder weniger sein. Du musst es zwischendurch anprobieren und schauen, dass die Hose ordentlich sitzt. Also sie sollte jetzt nicht super schlapprig sein, es sei denn, du möchtest das haben. Und aber auch nicht zu eng. Es muss sich gut anfühlen, wenn du das nach den Luftmaschen anprobierst. Also wie gesagt, ich häkle hier jetzt erstmal 26 Luftmaschen. Und dann steche ich auf der anderen Seite ein, also zum Anfang, und zwar genau da, wo wir angesetzt hatten mit der Farbe. Und dann häkel ich eine Kettmasche. So, okay. Und bevor du jetzt hier weitermachst, probierst du das Ganze eben an und schaust, passt das? Wenn du das dann hast, machst du eine Luftmasche, wendest und häkelst jetzt die Luftmaschenkette lang. Du häkelst in jede Luftmasche ein halbes Stäbchen. Es sollten genauso viele Maschen sein, wie du Luftmaschen angeschlagen hast. Also in meinem Fall 26. So, wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, dann häkelst du nämlich einfach die Runde weiter. Also du häkelst nochmal bis zu dem Startpunkt und du häkelst einfach in jede Masche weiter ein halbes Stäbchen. Du hast dann auf dieser Seite nämlich 2 Runden in dieser Farbe, wie es sein soll. Und wenn du denn da angekommen bist bei der Luftmaschenkette schon wieder, dann häkelst du eine Kettmasche in die erste Masche der Luftmaschenkette, damit das miteinander verbunden ist. Und dann machst du noch mal eine Luftmasche und dann kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Wir sind also sozusagen mit dem ersten Beinchen, drum, also nicht fertig, aber drum. Und jetzt gehen wir nämlich auf die andere Seite. Und du machst es mit dem Faden jetzt genauso wie vorher. Du machst eine normale Schlaufe und machst die Schlaufe fest an der Nadel. Und du stichst nicht da ein, wo der normale Anfang ist, sondern auf der anderen Seite. Also nicht hier, sondern
Hier, das erkennst du natürlich daran, dass da keine Fäden sind, weil es einfach nicht der Anfang ist, so. Und da stichst du ein, und zwar genau da, wo schon eine Masche drin ist. Einstechen, dann eine Kettmasche häkeln, dann wendest du das Stück wieder und ich mache hier keine Luftmasche, einfach weil ich nicht will, dass es löchrig wird, und du häkelst direkt in diese Masche auch ein halbes Stäbchen. Und du häkelst jetzt wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen, bis du auf der anderen Seite angekommen bist. So, und wenn du da angekommen bist, dann machst du noch ein halbes Stäbchen in dieselbe Masche, wo schon ein halbes Stäbchen drin ist. So, dann machst du eine Luftmasche, wendest das Stück. Ja, wir arbeiten noch nicht in der Mitte. Gehst jetzt nochmal drumherum, bis du wieder auf der anderen Seite angekommen bist. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Das ist einfach, damit du gleichmäßig die Streifen auf jeder Seite hast. Sonst würde das sehr komisch aussehen. Also du häkelst jetzt einfach wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen, bis du wieder bei der Luftmaschenkette angekommen bist. Wenn du das hast, dann verbindest du die beiden Seiten miteinander. Dafür musst du einmal dort eine Kettmasche rein häkeln, einfach damit da kein Loch entsteht. Wir wollen keine Löcher an dieser Stelle, und ich hoffe, du kannst sehen, wo ich da einsteche. Es ist sozusagen das erste halbe Stäbchen dort auf der Seite, und da mache ich eine Kettmasche rein. Dann häkeln wir endlich in der Mitte weiter. Und zwar stichst du zwischen den Maschen ein. Nicht auf der unteren Luftmaschenkette, sondern zwischen den Maschen. Ich hoffe, du kannst es hier gut erkennen, wie ich dir das zeige. Es ist einfach immer zwischen den Maschen. Das machen wir, damit wir da unten keine Löcher haben. Du machst also wieder einen Umschlag und häkelst weiter halbe Stäbchen. Und zwar einfach zwischen den halben Stäbchen davor. Guck mal, immer dazwischen. Und dann haben wir da einfach keine Löcher in der Mitte, weil das ist 'ne blöde Stelle für Löcher. Die wollen wir nicht haben. Und das machst du jetzt, bis du auf der anderen Seite angekommen bist. So, wenn du das hast, hier kannst du einmal sehen, wir haben keine Löcher in der Mitte. Das sieht ganz, ganz toll aus. Und dann machst du jetzt eine Kettmasche in die erste Masche, die du da siehst. Vielleicht hast du sie dir auch markiert, dann musst du sie nicht suchen. Und ja, einfach eine Kettmasche. Dann machst du noch mal eine Luftmasche, kannst den Faden abschneiden und dann ziehst du das Ganze richtig schön fest. So, ab jetzt machen wir unsere Farbwechsel unten an der ehemaligen Luftmaschenkette, einfach damit es an der Stelle ist, die man nicht so sehen kann. So, und du nimmst dir die Mitte von dieser Luftmaschenkette und dort machst du ab jetzt deine Farbwechsel, und du arbeitest einfach im selben Muster weiter wie vorher auch. Du nimmst dir also wieder die nächste Farbe. Und du machst jetzt wieder eine normale Schlaufe mit der nächsten Farbe, die im Muster halt kommt. Wenn du es einfarbig machst, ist es sowieso egal. Guck mal, ich habe dir da eine Markierung reingemacht, damit du das auch richtig sehen kannst. Es ist einfach die Mitte vom Schritt. Oh mein Gott, mir ist endlich das Wort eingefallen. Vom Schritt. Ja, so. Und da stichst du jetzt ein. Mit welchem Bein du anfängst, ist eigentlich egal. Mach das einfach, wie du magst. Und du machst du da wieder eine feste Masche, eine Luftmasche, und dann häkelst du einfach in diese Masche noch ein halbes Stäbchen. Und du häkelst jetzt einfach halbe Stäbchen um das eine Bein drumherum. Und es funktioniert genauso wie vorher. Am Ende der Runde machst du wieder eine Kettmasche in die erste Masche. In diesem Fall würdest du wieder eine Luftmasche machen und den Faden abschneiden und festziehen und einen Farbwechsel machen. Dann häkelst du wieder drumherum, und ja, es läuft jetzt eigentlich genauso wie vorher, nur dass du eben um die beiden Beine nur drumherum häkelst. Und das kannst du jetzt so lange machen, wie du die Hose lang haben möchtest. In meinem Fall habe ich noch, glaube ich, 8 oder 9 weitere Runden gehäkelt, und das war mir dann lang genug. Du siehst ja, ich habe eine recht kurze Hose gemacht. Aber wie gesagt, du kannst es jetzt so lang machen, wie du möchtest. Du kannst auch später, wenn du möchtest, mit Zunahmen dir eine Schlaghose machen, wenn man sowas heute noch trägt. Also, ja,
du kannst daraus machen, was du möchtest. Du kannst auch mittendrin irgendwelche Muster machen, wenn du das ein bisschen, ja, löchriger haben möchtest. So sieht das bei mir aus, als ich dann fertig war. Ich habe die Hose übrigens noch nicht geblockt, deswegen sieht die an manchen Stellen 'n bisschen komisch aus. Und ja, du würdest es einfach in dem Farbmuster weitermachen, was du benutzt hast, so lang wie du möchtest. Und jetzt müssen wir mit einem Gummiband arbeiten, wenn wir wollen, dass die Hose so bleibt, wie sie bleibt. Du kannst natürlich so ein Bündchen auch immer mit 2 Löchern machen und dann eine Schnur nutzen oder du machst dir Schnallen, wenn du möchtest und kannst da auch einfach eine Schnur drum binden. Also ja, du kannst auch einen Tunnel machen aus dem Bündchen. Dann würde ich's aber sehr viel breiter machen, damit du das dann umklappen kannst und dann 'ne Schnur durchziehen kannst und so weiter und so fort. Also, wie du möchtest. Wenn du mit dem Gummiband arbeitest, machst du jetzt wieder 'ne ganz normale Schlaufe. Entschuldige bitte, dass ich so viel drumherum erkläre. Ich möchte nur, dass jeder sich die Hose so machen kann, wie er's gerne möchte. Du machst also wieder so 'ne Art Schlaufe, steckst da die Häkelnadel durch. Ist mit diesem Gummiband immer nicht so einfach. Es gibt auch andere, die sind sehr viel einfacher zu handhaben, hatte ich aber nicht hier. Und dann stichst du da ein, wo du das Gummiband haben möchtest und dann ziehst du dir den Faden da durch und machst eine feste Masche. Du ziehst es also durch beide Schlaufen durch. Dann machst du eine Luftmasche und dann hältst du dir das da fest, ja, so dass es nicht wegrutscht, gehst eine Masche weiter zur Seite, am besten auf derselben Höhe, holst dir die Schlaufe, ziehst den Faden durch die beiden Schlaufen durch und machst wieder eine Luftmasche. Hältst es wieder fest, stichst wieder da in die Hose ein, gehst wieder durch die Schlaufe durch und holst dir den Faden in Anführungsstrichen und ziehst es da durch. Eine Luftmasche, wieder einstechen, durch die Schlaufe durch, Faden holen, durchziehen, Faden holen, Luftmasche, festhalten. Da wieder einstechen. Was vor der Kamera echt immer 'n bisschen schwierig ist, aber hey. Durch die Schlaufe durch, Faden holen, durchziehen durch beide, Luftmasche. Wenn du das enger haben willst, weil du zum Beispiel das in der Taille sitzen haben möchtest, dann kannst du auch Reihen auslassen. Aber eigentlich bin ich der Meinung, das hier ist schon eng genug. Nur halt, falls du wirklich 'ne super schmale Taille hast und du willst, dass es da sitzt, dann kann das vielleicht Sinn machen, 'n paar Reihen auszulassen, sodass es noch enger wird. Aber das hier sollte eigentlich ausreichend sein. So, und das machst du einfach, bis du auf der anderen Seite angekommen bist. Und wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, dann haben wir hier das Problem, dadurch, dass wir das zusammengehäkelt haben, dass wir nicht so 'ne Kante haben. Das heißt, du stichst da einmal in die Mitte ein zum Ende hin und benutzt es wie eine dieser Reihen, die du grade die ganze Zeit gesehen hast. Und durchziehen und Luftmasche, festhalten, dir die letzte Reihe nehmen, die so aussieht, durch die Schlaufe, Faden holen, durchziehen, Luftmasche und dann gehst du in die erste rein, holst dir noch mal den Faden, ziehst ihn da durch, machst noch mal 'ne Luftmasche und dann schneidest du das da ab und ziehst es fest. Natürlich sieht das doof aus, wenn es hier jetzt so rumwabbelt die ganze Zeit. Das vernähen wir gleich. Und dafür nimmst du dir 'ne Nadel und ziehst da das Gummiband durch. Du kannst es auch später durchziehen, das ist eigentlich egal. Und dann gehst du so um die Maschen drum herum, wie so in so 'ner Spirale. Und dann steckst du das Gummiband da durch und dann ziehst du die Nadel durch. Ist 'n bisschen friemelig, aber es geht. Erwachsene können auch ein Feuerzeug benutzen und es leicht, schmelzen. Bin ich persönlich nicht so 'n Fan von. Ich würde es wirklich einfach vernähen und das hält für gewöhnlich auch. Nur so als kleiner Tipp. So, und dann ist das Ganze fest und damit ist deine Hose auch fertig. Und ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über 'n Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.